Hallo liebe Aquarellfreunde, Porträts sind immer eine Herausforderung und ich nutze jede Gelegenheit, um vor dem lebenden Modell zu arbeiten. Heute hat sich hier mein lieber Mann in unserem Häuschen in Schweden hergesetzt, während draußen ein Wintersturm ums Haus fegt. Also, los geht's. Ich nutze für diese Porträtstudie die Anders Zorn-Palette. Sie basiert auf den Farben des schwedischen Malers Anders Zorn und das Besondere daran ist, dass kein Blau und kein Grün verwendet wird. Dafür aber der Grauton Neutraltinte und nur noch 3 andere Farben. Dazu später noch mehr. Ich starte erst einmal mit dem ersten Farbauftrag. Cadmiumrot und lichter Ocker wird sehr hell und wässrig auf dem gesamten Gesicht verteilt. Ich schaue immer mal wieder auf mein Modell, um zu entscheiden, welcher Farbton gerade der richtige ist. Wir haben das Gesicht mit einer Lampe ausgeleuchtet, so dass wir eine deutliche Licht- und Schattensituation erkennen können. Deshalb kann ich hier auf der Schattenseite schon mal ein Gemisch aus lichter Ocker und Neutraltinte kräftig einsetzen. Überflüssige Feuchtigkeit ziehe ich mit dem Pinsel in den Hintergrund. Das ergibt gleich eine harmonische Fläche. Sehr nass addiere ich noch einige dunkle Farbmischungen, immer mit meinen 3 Farben Cadmiumrot, lichter Ocker und Neutraltinte. Kobaltblau und Zylinblau sind die Farben für die Untermalung des Hemdes und der Weste. Hier im ersten Farbauftrag sollen die Farben noch miteinander verschmelzen und also gerne das Rot des Gesichts in das Blau der Kleidung laufen. Da ich auch hier sehr nass arbeite, kommt die überschüssige Farbe gleich mit großen Pinselstrichen in den Hintergrund. Die etwas dunklere Weste bekommt hier eine Farbmischung aus Neutraltinte und Blau. Für die Hände wieder Ocker und Rot. Bei der Tasse muss ich schon etwas genauer sein. Ich möchte Papierweiß am Tassenrand stehen lassen und zu viel Blau soll auch nicht in die Hände laufen. An der unteren, schattigen Seite der Hände können die Formen gerne wieder mit der Farbe der Hose verschmelzen. Viel Wasser im Farbauftrag hilft mir dabei. Bevor die Farbe ganz trocken ist, hebe ich hier mit dem trockenen Pinsel ein wenig Farbe wieder ab. Dadurch modelliere ich die hellen, vom Licht beschienenen Stellen des Gesichts und bekomme etwas mehr Plastizität. So, das Bild muss jetzt wieder komplett trocknen. Also Pause für Modell, Kameramann und mich. Nach dem Trocknen geht's weiter. Nun werden die Mischungen kräftiger und die Farbe dicker. Das gesamte Gesicht wird so mit dunkleren Tonwerten überarbeitet. Die Hauptschatten im Gesicht sind immer in den Augenhöhlen, unter der Nase, auf der Oberlippe und am Kinn. Auch bei den Händen male ich nun zunächst die Form der Schatten. Harte Kanten sollte man bei runden Formen immer vermeiden. Hier also lieber mit dem Pinsel für weiche Übergänge sorgen. Die Tasse arbeite ich mit Kobaltblau jetzt etwas aus. Man kann gut sehen, dass die Farbe jetzt nicht mehr so wässrig ist wie beim ersten Farbauftrag. Iris und Oberlid male ich als eine gemeinsame Form. Die Augenfarbe meines Mannes ist sehr speziell, grün mit einem braunen Kranz drumherum. Sehr passend als Komplementärkontrast zu den vielen Rottönen im Gesicht. Manche dunkle Schattenformen im Gesicht, wie zum Beispiel die Augenhöhle hier, müssen noch etwas intensiviert werden. Dabei ist es immer wichtig, die Farbe mutig zu setzen
und danach mit dem Pinsel und ein wenig Wasser die Form wieder etwas anzulösen, sodass sie sich gut in ihre Umgebung einbettet. Die Haare male ich mit Umbra gebrannt und Neutraltinte. Kleine Ritzspuren mit dem Fingernagel deuten einzelne Strähnen an. Das Hemd und die Weste werden nun mit dem zweiten Farbauftrag bearbeitet. Hier setze ich auch einige trockene Pinselstriche, um das Ganze etwas aufzulockern und den malerischen Charakter zu behalten. Mit der dunklen Hose kann ich prima die Hände ummalen und ihre Form noch einmal neu definieren. Mit dem Aquarellstift arbeite ich die Iris und die Pupillen noch ein wenig feiner aus. Dazu eignet sich ein gut gespitzter Stift einfach besser als ein Pinsel. Noch ein paar kleine Details mit dem schwarzen Stift und mein Porträt für heute ist fertig. Vielen Dank an mein Modell und auch euch vielen Dank fürs Zuschauen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn euch mein Film gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder einen Kommentar freuen. Ihr könnt meinen Kanal auch abonnieren, dann bitte auf die Glocke drücken, dann werdet ihr benachrichtigt und verpasst nichts. Hier rechts von mir findet ihr noch weitere Filme und wenn ihr abonnieren wollt, einfach auf diesen Knopf drücken.